Omas Gartentricks, was früher nichts kostete und heute wieder Gold wert ist. Kapitel 1. Der Garten beginnt mit einem anderen Blick. Hallo und willkommen bei Garten Lea. Manchmal liegen die besten Gartentricks nicht im Gartencenter. Sie liegen in der Küche, im Kompost, im alten Schuppen oder in Dingen, die wir heute viel zu schnell wegwerfen. Früher wurde im Garten oft anders gedacht. Nicht schneller, nicht komplizierter, sondern aufmerksamer. Eine leere Milchflasche war nicht einfach Müll, eine Eierschale war nicht einfach Küchenabfall. Ein alter Zweig, etwas Moos, Kaffeesatz oder eine Handvoll Laub hatten noch einen Platz im Kreislauf. Und genau darum geht es in diesem Video. Nicht um nostalgische Tricks, die man blind übernehmen muss, sondern um altes Gartenwissen, das uns daran erinnert, wie viel im Garten möglich ist, wenn man genauer hinsieht. Denn ein guter Garten entsteht nicht nur durch Kaufen, er entsteht durch Beobachten, Verstehen und Wiederverwenden. Kapitel 2. Erst den Boden füttern, dann die Pflanze. Bevor eine Pflanze kräftig wachsen kann, braucht sie einen Boden, der lebt. Viele alte Gartentricks beginnen deshalb nicht bei der Pflanze selbst, sondern bei der Erde. Kaffeesatz zum Beispiel wurde früher in vielen Gärten gesammelt. Nicht als Wundermittel, sondern als kleiner Beitrag für den Boden. In dünner Schicht kann Kaffeesatz organisches Material liefern und die Bodenstruktur unterstützen. Wichtig ist nur, nicht dick auftragen. Wenn Kaffeesatz zu feucht und zu fest liegt, kann er verklumpen und Wasser schlechter durchlassen. Besser ist es, ihn locker mit Kompost oder Erde zu mischen. Auch Eierschalen wurden früher kaum weggeworfen. Sie enthalten Calcium, aber sie brauchen Zeit, bis sie im Boden verfügbar werden. Deshalb ist es sinnvoll, sie gut trocknen zu lassen und möglichst fein zu zerkleinern. Je feiner sie sind, desto besser können sie eingebunden werden. Das ist kein schneller Dünger. Es ist eher ein ruhiger Beitrag zum Kreislauf. Und genau so wurde früher oft gegärtnert, mit Blick auf das Ganze. Kapitel 3. Bananenschalen, Kompost und das Prinzip Küchenkreislauf. Auch Bananenschalen tauchen in altem Gartenwissen immer wieder auf. Bananenschalen gehören nicht einfach oben auf die Erde. Besser ist es, sie klein zu schneiden und in den Kompost zu geben. Dort werden sie langsam zersetzt. Wer möchte, kann daraus auch einen einfachen Pflanzenaufguss machen. Dafür werden Schalen einige Zeit in Wasser eingelegt. Anschließend kann das Wasser verdünnt an robuste Pflanzen gegeben werden. Garten Lea steht für Kreisläufe. Küchenreste müssen in den Boden passen. Kapitel 4. Wasser gehört an die Wurzeln. Ein besonders schöner Gedanke ist dieser. Nicht die Blätter sind durstig, die Wurzeln sind es. Viele Pflanzen profitieren davon, wenn Wasser tief in den Boden gelangt. Früher wurden dafür einfache Gefäße genutzt, zum Beispiel alte Tonkrüge. Das Wasser läuft nicht schnell über die Oberfläche und verdunstet nicht sofort. Es gelangt langsam dorthin, wo die Pflanze es wirklich braucht. Für den heutigen Garten kann man dieses Prinzip vorsichtig nachbauen. Neben eine Tomatenpflanze kann eine eingegrabene Flasche oder ein gelochter Behälter gesetzt werden. Er wird mit Wasser gefüllt und gibt die Feuchtigkeit langsam an den Boden ab. Gerade bei Tomaten ist das sinnvoll, weil die Blätter möglichst trocken bleiben sollten. Feuchte Blätter können Pilzkrankheiten begünstigen. Wichtig ist nur, sauber zu arbeiten und keine scharfen Kanten oder ungeeigneten Kunststoffe zu verwenden. Der Grundgedanke bleibt aber stark. Wasser langsam geben, tief geben und dort, wo es gebraucht wird. Kapitel 5. Mulchen, aber mit Verstand. Früher wurde der Boden selten offen liegen gelassen. Laub, Stroh oder Grasschnitt wurden genutzt. Das Prinzip ist bis heute richtig. Eine Mulchschicht schützt den Boden vor Austrocknung. Sie bremst Unkraut und füttert das Bodenleben. Und sie sorgt dafür, dass Regen nicht direkt auf nackte Erde schlägt. Aber heute müssen wir genauer hinschauen als früher. Nicht jedes Papier gehört in den Garten. Beschichtete Kartons, bedruckte Verpackungen oder Pizzakartons sollten nicht ins Beet. Wenn überhaupt Karton verwendet wird, dann nur unbedruckter, sauberer, brauner Karton ohne Klebeband und Beschichtung. Noch besser sind natürliche Materialien: Laub, Stroh, angetrockneter Rasenschnitt, Häckselgut oder reifer Kompost. Mulchen ist kein Trick gegen die Natur. Es ist ein Schutz für den Boden. Kapitel 6. Pflanzen helfen einander.
Ein alter Garten war selten streng getrennt, Tomaten standen nicht allein, Kräuter wuchsen dazwischen, Blumen standen am Rand. Und viele Pflanzen wurden so kombiniert, dass sie einander unterstützten. Heute nennen wir das Mischkultur. Tomaten und Basilikum sind ein bekanntes Beispiel. Basilikum kann zwischen Tomaten wachsen, den Boden etwas beschatten und den Platz gut nutzen. Karotten und Zwiebeln werden ebenfalls gerne kombiniert. Nicht, weil dadurch jedes Problem verschwindet, sondern weil verschiedene Düfte den Garten vielfältiger machen. Auch Ringelblumen oder Tagetes können im Gemüsebeet sinnvoll sein. Sie bringen Farbe, locken Insekten an und machen das Beet lebendiger. Der wichtigste Punkt ist aber nicht die einzelne Kombination. Der wichtigste Punkt ist Vielfalt. Ein Garten, in dem alles gleich ist, wird schneller anfällig. Ein Garten mit unterschiedlichen Pflanzen, Blüten, Düften und Wurzeln ist stabiler. Altes Gartenwissen war oft genau das. Nicht eine perfekte Regel, sondern ein Gefühl für gute Nachbarschaft im Beet. Kapitel 7: Natürlicher Pflanzenschutz aus Küche und Garten. Auch beim Pflanzenschutz wurde früher oft mit einfachen Mitteln gearbeitet. Zwiebelschalen, Knoblauch, Kräuter oder Brennnesseln wurden gesammelt, angesetzt und verdünnt verwendet. Knoblauchwasser zum Beispiel wurde traditionell gegen manche saugende Insekten eingesetzt. Dafür werden Knoblauchzehen zerdrückt, mit Wasser angesetzt, später abgeseit und stark verdünnt verwendet. Wichtig ist dabei, nie in der prallen Sonne sprühen, nie auf empfindliche Jungpflanzen und immer zuerst an wenigen Blättern testen, denn natürlich bedeutet nicht automatisch harmlos. Auch Zwiebelschalen können als milder Pflanzenaufguss genutzt werden. Sie gehören aber nicht als starke Brühe direkt auf empfindliche Blätter. Bei Garten Lea geht es nicht darum, aus jedem Küchenrest ein Mittel zu machen. Es geht darum, Pflanzen aufmerksam zu beobachten. Manchmal reicht es schon, befallene Blätter zu entfernen. Manchmal hilft ein Wasserstrahl. Manchmal hilft Vielfalt im Beet. Und manchmal ist ein milder Auszug eine Ergänzung. Der Garten braucht nicht immer Härte. Oft braucht er Balance. Kapitel 8: Alte Dinge neu verwenden. Ein schöner Teil des alten Gartenwissens ist die Frage, was kann noch einmal nützlich werden? Alte Eisverpackungen wurden zu Pflanzschildern, Holzreste wurden zu Beetkanten, Zweige wurden zu Rankhilfen. Alte Leitern wurden zu Klettergerüsten für Bohnen oder Gurken. Gerade vertikales Gärtnern ist heute wieder sehr wertvoll. Nicht jeder Garten hat viel Fläche, aber viele Pflanzen können nach oben wachsen. Stangenbohnen, Gurken oder kleine Kürbisse nutzen Rankhilfen gut. Dadurch bleibt der Boden freier, die Pflanzen bekommen mehr Luft und die Ernte ist oft leichter erreichbar. Das ist besonders hilfreich für Menschen, die sich nicht mehr bücken können. Ein Garten muss sich nicht immer ausbreiten. Er kann auch wachsen, indem er in die Höhe geht. Und manchmal beginnt genau dort ein neuer Zugang zum Gärtnern. Kapitel 9: Samen, Schilder und Erinnerung. Früher wurden Samen oft nicht einfach neu gekauft. Sie wurden gesammelt und beschriftet, getauscht, weitergegeben. Man wusste, welche Sorte im eigenen Garten funktioniert, aber es hatte auch einen emotionalen Wert. Eine Tomate war dann nicht nur eine Tomate, sie war vielleicht die Sorte der Nachbarin oder die Bohne aus dem Garten der Großmutter oder der Kürbis, der jedes Jahr wieder ausgesät wurde. Auch heute lohnt es sich, Saatgut bewusster zu betrachten. Nicht jede Pflanze eignet sich zur Saatgutgewinnung, aber bei samenfesten Sorten kann es sehr schön sein, eigenes Saatgut zu sammeln. Wichtig ist dabei eine gute Beschriftung. Pflanzschilder aus alten Verpackungen funktionieren oft gut und sind nachhaltig. Mit Bleistift beschriftet halten sie manchmal länger als Filzstifte, die in der Sonne verblassen. Kleine Dinge geben dem Garten Ordnung. Nichts ist einfach nur Abfall. Sogar ein alter Weihnachtsbaum kann nach den Feiertagen im Garten noch nützlich sein. Zweige dienen als Winterschutz, kleine Äste finden im Kompost Platz. Der unbehandelte Stamm kann im Garten weiter genutzt werden. Natürlich gehört nicht alles überall hin. Behandelte Materialien, Drähte oder Kunstschnee haben im Garten nichts verloren. Aber der Gedanke ist stark. Im Garten gibt es vieles, das einen Platz finden kann. Laub wird zu wertvollem Humus. Küchenreste werden zu Kompost, Moos zu Dekoration. Alte Gefäße verwandeln sich in praktische Pflanzhilfen. So entsteht ein Garten, der weniger verbraucht und mehr verwandelt. Ein ewiger Kreislauf der Natur. Nicht der Kaffeesatz.
Nicht die Eierschale, nicht der alte Kanister, nicht die Rankhilfe aus einer Leiter. Der wichtigste Trick ist der Blick. Früher wurde gefragt, was ist schon da? Was kann weiterverwendet werden? Was braucht der Boden wirklich? Und was kann der Garten selbst leisten? Diese Haltung ist heute wieder unglaublich wertvoll. Nicht aus Nostalgie, sondern weil sie ruhig macht. Man muss nicht alles kaufen. Man muss nicht jedem Trend folgen. Man muss den Garten nicht ständig verbessern. Man darf ihn verstehen. Ein Garten ist kein Ort, an dem alles sofort passieren muss. Er ist ein Kreislauf. Und je besser wir diesen Kreislauf erkennen, desto leichter wird das Gärtnern. Vielleicht liegt genau darin das alte Wissen unserer Großmütter. Sie haben nicht gegen den Garten gearbeitet. Sie haben mit ihm gearbeitet. Mit dem, was da war. Mit Geduld. Mit Aufmerksamkeit. Und mit dem stillen Vertrauen, dass aus kleinen Dingen etwas Großes entstehen kann. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.